Moin, ihr Landratten, herzlich willkommen. Hier ist wieder Hamburg Hafen live, direkt von der Waterkant. Ich stehe heute wieder mal beim alten Schweden am Elbstrand und wir erwarten ein paar Containerschiffe, unter anderem die Maersk Houston. Und ja, Maersk ist ja klassischerweise ein Fairplay-Job. Und heute haben wir endlich mal wieder nach einiger Zeit die Schleppercam. Die Schleppercam hat eben auch schon abgelegt auf Fairplay 95. Deshalb will ich auch gar nicht zu lange quatschen. Erst hieß es, dauert länger, dann ging es doch los. Ihr wisst ja, wie das halt so ist in der Seefahrt. Von daher erstmal hier Kamera 2 aus, Blendlicht aus. Und erstmal gucken mit meinem ganzen Kabelsalat. Und natürlich die ganz wichtige Frage nach dem Desaster gestern: Ist denn der Ton so halbwegs in Ordnung? Das wäre jetzt quasi die wichtigste Frage, die wir jetzt als erstes erstmal so hätten. Und dann, ja, für alle, die das nicht kennen, wir haben eine Kamera direkt auf Fairplay 95 installiert. Und jetzt gucke ich mal, ob das funktioniert. Ja, ist natürlich ein bisschen dunkel, aber wir sehen einiges. Da ist Fairplay 95. Die Jungs haben schon abgelegt vor 2-3 Minuten und müssten eigentlich auch gleich hier direkt vor meiner Kamera vorbeifahren. Das heißt, ich kann sie dann auch noch von außen filmen. Die erwarten die Maersk Houston. Ich weiß gar nicht, ob Fairplay 95 jetzt vorne oder hinten dran geht. Das habe ich jetzt nicht nachgefragt. Aber das werden wir dann ja alles sehen. We can hear you clear and loud. Thank you very much. Thank you very much. So, kann ich aber auch mal kurz gucken. Ja, Bild in Bild funktioniert auch. Solange die da ins Dunkle fahren, können wir so ein bisschen mit das unten mitlaufen lassen. Also ich stehe hier gegenüber von Waltershof. Ich finde diesen Platz deshalb sehr schön, weil wir im Hintergrund natürlich sehr viele Lichter haben. Am Bubendeiufer filmt man immer sehr viel ins Dunkle rein. Ja, so hat halt jeder Platz seine Vor- und Nachteile. Der Nachteil hier ist, dass man halt nicht ganz so extrem weit die Elbe runter gucken kann. Erstmal muss ich Geburtstagsgrüße loswerden. Und zwar hat heute der liebe Nilsi Geburtstag. Nilsi, einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday. Und wer auch Geburtstag hat, ist der Papa von unserem Moderator Basti. Auch da gehen natürlich herzliche Geburtstagsgrüße raus. Ihr habt es schon entdeckt, hinter der Maersk Houston kommt noch die MSC Eleonore. Die ist auch, glaube ich, wirklich direkt dahinter. Und irgendwo hinter dem alten Schweden da auf der linken Seite, da habe ich auch schon einen Schleppi entdeckt. Das könnte Fairplay 95 sein. Mal gucken, wann sie da hinterm Stein hervorkommen. Herbert fragt, wer heute Kapitän auf Fairplay 95 ist. Eine sehr, sehr gute Frage. Also heute auf Fairplay 95 ist der Philipp wieder mit seiner Crew zusammen mit Maschinist Nils. Ja, und jetzt haben sie gerade mal ein bisschen Licht ausgemacht. Und wenn ich das richtig sehe, kommen sie da um die Ecke. Dann können wir sie auch noch mal von außen mitnehmen. Das müsste eigentlich Fairplay 95 sein.
Dahinter noch ein Saugbagger. Das müssten sie sein. Ich weiß nicht, ob noch ein anderer Fairplay-Schlepper unterwegs ist. Ich glaube, Michael ist eben schon losgefahren. Ach, guck mal. Da sind sie doch. Mit ordentlich Beleuchtung. Ordentlich Beleuchtung. Die Jungs lassen sich nicht lumpen. Da gibt es noch einen kleinen 360. Herrlich. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank an die Crew von Fairplay 95, dass ihr das mitmacht und uns vor allem auch hier die Möglichkeit bietet, aus der Perspektive ein paar Bilder zu zeigen. Ja, jetzt erstmal wieder dunkel. Wir warten darauf, dass sie gleich an die Mers gehen. Dann werden sie wahrscheinlich auch ein bisschen Licht anmachen. Aber zum Fahren ist es natürlich deutlich angenehmer für die Augen, wenn alles dunkel ist. Ja, Martin schreibt, jetzt ist er blind. Gleich wird da auch ein bisschen mehr Licht bestimmt kommen, weil zum Arbeiten, denke ich mal, haben sie auch ein bisschen Scheinwerfer an und das ist natürlich für uns dann auch super. Wellenrauschen ist hier am Standpunkt oder Standort natürlich inklusive. Das plätschert hier die ganze Zeit an den Elbstrand. Ach, guck mal, oben an Deck haben sie auch gerade noch mal geleuchtet. Da haben sie noch so einen kleinen Suchscheinwerfer. Wirklich viel sehen kann man auf der Schleppercam noch nicht, aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass sich das gleich ändern wird. Lassen wir sie doch erstmal ganz in Ruhe zu ihrem Job fahren. Es ist wirklich sternenklar. So richtig klirrend klar. Und ja, wie ihr seht, natürlich ist auch der ganze Nebel weg. Der war ja gestern Abend schon weitestgehend verschwunden. Gestern Morgen war er ja leider auch schon verschwunden. Aber jetzt ist wirklich hier absolut klare Sicht. Dann kann ich ja mal kurz hier reingucken. Hier geht es nämlich schon wieder rund im Chat. Jutta ist seit 6 Monaten dabei. Jutta, ganz lieben Dank. Dann habe ich gesehen, die Jenny vorhin schon, bevor der Stream losging, auf der Reeperbahn nun dabei. Jenny, herzlich willkommen an Bord. Mike ist natürlich auch dabei, gemeinsam mit Hansi, lässt 2,49 da. Vielen, vielen Dank. Und der Wolwig schickt einmal Mod-Support. 400 Bits auf Twitch. Herzlichen Dank, Wolwig. Und dann nochmal 200 Bits hinterher. Hamburg Hafen Live Support. Und da haben wir jetzt erstmal ein unscharfes Bild. Die Frage ist, warum? Ach so, man muss den Autofokus einschalten. Noch so ein Pro-Tipp. Noch so ein krasser Pro-Tipp. Wolwig, ganz, ganz lieben Dank. Fenchik ist im 2. Monat mit dem Prime Sub dabei. Herzlichen Dank an dich auch. Danny Becker, gemeinsam mit Anja aus Wasserburg. 2 Euro Superchat. Herzlichen Dank, ihr beiden. Und Jessie89 ist im 5. Monat auf der Speicherstadt.
Dankeschön. Und sie sagt, was für eine tolle Abendstimmung im Hafen. Ja, in der Tat. Also gerade hier so diese Lichterstimmung, die mag ich ja wirklich total gerne. Und das Schöne an diesem Standpunkt ist natürlich, dass man rüber gucken kann nach Waltershof. Und ihr seht das hier, da ist natürlich unheimlich viel beleuchtet. Das ist halt bei Dunkelheit dann schon ganz schön, wenn man nicht einfach nur so einen schwarzen Hintergrund hat. Dann haben wir ja nochmal 10 Monate dabei auf der Speicherstadt, der Drummer Martin. Ganz lieben Dank, er schreibt tolle Bilder wieder und das schon seit 10 Monaten. Ihr macht das einfach klasse, um nicht zu sagen sensationell. Dankeschön. Da kommt der nächste Schlepper. Ich weiß gar nicht, welcher das ist, aber es kommt ja auch noch die MSC Eleonore, also kann das ja durchaus sein, dass der unterwegs ist zu der MSC. Nein, das ist Fairplay 94. Auch mit ein bisschen extra Beleuchtung, die Jungs hier. Mensch, das läuft ja heute wieder an der Fairplay-Front. Liebe Grüße, Jungs. Jutta fragt, wie man unsere Wunschliste bei Amazon findet. Jutta, ich glaube, die findest du unter dem Link, der oben angeheftet ist im Chat. Und ich weiß gar nicht, ob wir dafür einen Befehl haben. Vielleicht kann mal einer von unseren lieben Moderatoren gucken. Die ist allerdings im Moment sehr leer, die Wunschliste. Guck mal, Leute, noch ein 360, noch ein Schlepperballett. Montagabend ist einfach der beste Abend. Fairplay 94. Sensationell. Eskalation. Und dann noch die Schleppercam gleich auf Fairplay 95. Da ist noch dunkel, die habe ich im Blick. Sobald sich da was tut und die bei der Maersk Houston andocken, gehe ich natürlich rüber. Sandra Dreischow schreibt, schon erledigt. Sandra, danke schön. Vielleicht auch gerade eine gute Gelegenheit, ein bisschen was anzuteasern. Ja, da geht das Licht auch erstmal aus. Und zwar habe ich mit Claudia heute gesprochen. Claudia kennen ja einige von euch von Barkassen Ehlers. Die ist da ja Schiffsführerin. Und Claudia werde ich am Mittwoch besuchen. Leider, kleiner Wermutstropfen für alle, die zu üblichen Zeiten arbeiten. Leider früh morgens, also das heißt so gegen 9:30 Uhr, werde ich bei Claudia sein und wir werden einen Stream machen, wie wir klar Schiff machen. Das heißt, Barkasse vorbereiten, bunkern, irgendwie per Senning ab, Maschine, Flüssigkeiten peilen und sie hat irgendwas von Fäkalienbehältern erzählt. Da habe ich dann Ben gefragt, ob er Bock hat mitzukommen. Und Ben hat gesagt, du, passt. Denn ich wollte mit Ben am Mittwoch los. Das verschieben wir ein bisschen nach hinten. Und dann werden wir bei Ehlers sein, zusammen mit Claudia und machen da Klarschiff auf der Barkasse. Ja, was das mit den Fäkalien auf sich hat, das werden wir dann sehen. Wahrscheinlich irgendwelche Behälter, die da geleert werden müssen. Da muss ich noch mit Ben knobeln, wer in dem Moment die Kamera hält. Aber freut euch drauf. Also wird so circa 9:30 Uhr plus minus 15 bis 30 Minuten. Andreas Preuß, 2,49 für eine Tüte Gemischtes. Herzlichen Dank an dich. Volker Goret ist auch wieder da. 2 Euro Superchat. Er schreibt, moin, was für Bilder. Endstufe 84. Dankeschön. Michael Mühlschlegel ist seit 10 Monaten dabei und schreibt, bitte ein Geburtstagshorn für mich. Michael, wir hatten vorhin schon Geburtstagshörner oder ein Geburtstagshorn, weil wir schon ein paar
Geburtstagskinder begrüßt haben, aber wir haben ein bisschen Zeit. Also insofern, Michael, ist das natürlich drin. Auch an dich herzlichen Glückwunsch. Christian Hering schreibt Eskalation 94, Fairplay 94, 2 Euro Superchat. Dankeschön. 2 360s hatten wir schon. Und Nilsi ist auch wieder auf der Speicherstadt dabei. Herzlichen Dank, Nilsi. Dankeschön. Dann haben wir Johnny Mac 02. Endlich wieder dicke Pötte, schreibt er. 7 Monate Reeperbahn. Herzlichen Dank an dich. Und Joshua hat sich auch entschieden, auf der Reeperbahn einzusteigen. Herzlich willkommen an Bord, ihr lieben neuen Mitglieder. Außerdem haben wir noch Stefan W. aus HL, der seit 6 Monaten dabei ist. Er schickt liebe Grüße von Mutti. Ja, liebe Grüße zurück. Ihr könnt ja mal so ein bisschen gucken. Vielleicht mag der eine oder andere von euch mal einen Blick auf den Wesselfinder schmeißen, wie dicht denn die Schlepper jetzt schon an der Maersk Houston sind. Anni fragt auch, welche Pötte gibt es heute. Also wir haben die Maersk Houston und wir haben dahinter die MSC Eleonore. Wir müssen dann mal gucken, wir haben glaube ich noch die Cosco Shipping Universe als Abgänger. Da weiß ich allerdings nicht so genau, wie das zeitlich aussieht. Da müssen wir einfach mal gucken. Und ich glaube, es war kann es sein, dass noch irgendeine Express abgeht? Christian Hering schreibt noch weit weg. Ja, die war so ein bisschen lahm unterwegs heute, die Maersk Houston. Neffe Krümel, danke für die Info. Maersk Houston, Blankenese, Fairplay 95 bei Airbus. Na, so lange wird das dann aber auch nicht mehr dauern. Hier kann man so ein bisschen auf der linken Seite das Airbus-Werk erahnen. Da ist etwas Beleuchtung drauf. Schauen wir mal, wann Rendezvous ist mit der Houston. Von Malis kommen 10 Euro per PayPal. Herzlichen Dank für ein Jahr tolle Streams und Unterhaltung. Liebe Grüße Malis, Dankeschön. Oh, Licht geht an. Alle, die das nicht kennen oder noch nie gesehen haben, wir haben eine Kamera auf Fairplay 95, die hängt vorne in der Kanzel, also auf der Brücke. Ist natürlich in der Scheibe, deshalb haben wir auch so ein bisschen mit
Spiegelungen hin und wieder zu kämpfen. Und das Ganze geht natürlich auch über Mobilfunk, aber ich denke mal von der Qualität her, sobald wir Licht haben, geht das eigentlich ganz gut. Die dunklen Bereiche, die sind nicht ganz so top, aber da wo Licht ist, das ist schon ganz cool. Und ich denke gerade gleich, wenn wir dann halt die Maersk sehen, dann gibt es schon ganz eindrucksvolle Perspektiven. Ach, guck mal, jetzt sind sie in Finkenwerder an den Pfählen und warten da einfach noch einen Moment. Das ist quasi diese Warteposition. Da sind halt so Dalben im Boden verankert. Und da können zum Beispiel Schiffe festgemacht werden, können da in eine Warteposition, falls ein Terminal nicht frei ist. Oder ja, aber auch die Schlepper können da einfach sagen, komm, wir warten mal einen kleinen Moment. In der Zeit schleicht sich hier aber noch ein Kandidat rein. Ein kleineres Schiffchen. Bis ich nachgeguckt habe, welches Schiff das ist, habt ihr mir bestimmt geholfen. Die Flevoborg. Danke euch für die Info. Steffi ist da. Sei Möwe scheiß drauf. Bei Twitch lässt 500 Bits da. Steffi, ganz liebe Grüße in die alte Heimat. Servus 75. Jetzt auf dem Fischmarkt dabei. Auch an dich ein herzliches Dankeschön und willkommen an Bord. Hartelhütte lässt 2 Euro Superchat da, schreibt Moin, The Dark Knight. Hamburg Hafen Life Rises. Ja. Ich muss immer so ein bisschen die Schleppercam im Auge behalten. Und von der linken Seite kommt da auch noch was ins Bild. Die haben auch ordentlich Beleuchtung an. Ach, Leute, ist das nicht schön? So ein Montagabend mit ordentlich Schiffsbewegung. Ist das nicht herrlich? Und dann noch die Schleppercam. Danke auch an Michael Mühlschlegel. 2 Euro Superchat. Er meint, wir sind sensationell. Das lasse ich mal so stehen. Danke dir. Fischeis Original meldet sich auch auf Twitch mit 100 Bits. Ganz liebe Grüße an Hansi. Oh, da im Hintergrund huscht gerade eine Lotsenbarkasse durch. Vielleicht wollen die ja hier zu dem Abgänger. Gott, was ist das Bild denn rot jetzt? Also irgendwie ist hier gerade der Weißabgleich etwas durcheinander gekommen durch die Scheinwerfer. Jawohl, die wollen zu dem Abgänger hier. Hey! Haben wir noch einen Versetzvorgang. Sensationell. Und, oh nein, Stress. Fairplay 95 fährt auch los. Ich mache das mal hier klein Bild in Bild. Während die Piloten an Bord gehen.
Ich habe manchmal echt eine lange Leitung. Als ich das allererste Mal auf dem Containerschiff war, auf der Kuala Lumpur Express 2012, da war ich in der Kammer und an dieser Kammer, also die Kammer, wo ich untergebracht war, da stand Pilot dran. Und ich habe echt so lange gebraucht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso braucht ein Pilot an Bord eine eigene Kammer? Es hat leider ein klein wenig gedauert, bis ich gerafft habe, dass das der Lotse ist. Ja, wenn du da nicht drin steckst und dich damit noch nie beschäftigt hast. Summerson schreibt noch, die beste Frage, die sie mal an Bord gehört hat: Übernachtet die Crew auch an Bord? Ja, Nine Toes, die Brandung ist wirklich sehr gut zu hören, denn ich stehe hier quasi fast direkt am Wasser. Also ich kann das mal hier auf der zweiten Kamera zeigen. Bin direkt am Elbstrand beim alten Schweden. Fairplay 95 macht noch eine kleine Pause, hat sich nochmal einen neuen Dalben gesucht. Also läuft etwas entspannter heute mit dem Job. Frank Borchardt verschenkt eine Mitgliedschaft. Frank, Dankeschön. Und neu auf dem Fischmarkt dabei ist die Stefanie. Herzlich willkommen, Stefanie. Schön, dass du da bist. Ist doch herrlich mit der Brandung, oder? Ich meine mal ganz ehrlich. Ich finde das toll. Hier habe ich sogar meinen Schatten am Wasser oder am Strand. Hallo. Hallo. Weiter geht's bei Fairplay 95. Und das sieht so aus, als ob da ein Schiffchen in Sicht kommt. Kann das sein, dass die Fairplay 95 gleich mit der Maersk Houston ihr Rendezvous hat? Marcel Opitz lässt auch ein Sub auf Twitch da. Marcel, herzlichen Dank, willkommen an Bord. Und Tommy Eichhorst, 2 Euro Superchat. Und er schreibt, alter Schwede. Alter Schwede, ja.
Da stehe ich. Tommy hat eben geschrieben, sein Beo hätte alter Schwede gerufen. Quatscht dein Beo jetzt alles nach, was ich hier erzähle? Das wäre lustig. Alter Schwede, alter Schwede. Kai fragt, ob man im Sommer die Füße baden darf in der Elbe. Ja, klar. Also, man glaubt es kaum, aber man darf sogar komplett in der Elbe baden, auch wenn das nicht unbedingt empfohlen ist und viele auch die Strömung unterschätzen. Aber so ein bisschen mit den Füßen hier am Strand entlang, das ist kein Problem. So, da geht's los. Ja, ich weiß gar nicht, ob Fairplay 95 jetzt vorne dran geht. Könnte sein, dass sie auf Position 1 sind oder seitlich. Ich glaube, die kriegen nur 2 Schlepper. Helmut Brigitte fragt, ob ich auf dem Schlepper drauf bin. Nein, nur die Kamera ist da. Nur die Kamera ist da. Und ich stehe ja hier am Elbstrand, wo dann irgendwann auch die Maersk einparken muss. Und die Kamera, die ist also auf der Brücke vom Schlepper installiert, in der Scheibe. Deshalb spiegelt das natürlich auch manchmal ein bisschen. Also die Qualität ist halt nicht ganz so gut wie hier die stationären Kameras, aber ich glaube, das ist trotzdem ganz toll, das mal aus der Perspektive zu sehen. Ja, geht los, sind auf Position 1, also die Positionen sind ja durchnummeriert. Position 1 ist die vordere, das heißt vorne direkt am Bug. Finde ich persönlich auch immer am eindrucksvollsten. Und jetzt bekommt ihr mal so einen kleinen Eindruck davon, von den Größenverhältnissen. Die Maersk Houston ist, glaube ich, 350 Meter lang. Oh Leute, es ist einfach immer wieder geil, das so zu sehen. Ich habe auch schon eine Idee, wie wir das qualitativ noch besser kriegen. Ha, muss ich mal mit Eddie reden. Ja, was wir jetzt natürlich nicht sehen, wir können jetzt nicht nach oben gucken. So viel Weitwinkel ist jetzt auf der Kamera nicht. Aber, also man kriegt einfach nicht alles drauf. Aber das haben wir ja von außen schon oft gesehen. Jetzt kommt erstmal so eine Wurfleine runter. Die wird dann an der Schleppleine befestigt. Dann wird die Schleppleine hochgezogen und oben über den Poller gelegt. Ja, und dann wird alles vom Schlepper aus gemacht. Maschinist Nils, der bedient die Winde. Philipp sitzt am Steuer. Und dann bringen sie das Baby hier direkt vor unsere Kamera. Optimus Crime lässt auch noch mal 2 Euro, waren das 2 Euro? 2,71 Euro tatsächlich. Ganz lieben Dank, 2,71 Euro und schreibt Hallo zusammen. Dankeschön. Und Stefan, seit 10 Monaten dabei. Stefan, herzlichen Dank. Der schreibt auch nochmal alles Gute für Nilsi zum Geburtstag. Ja, unser Nilsi, der Wächter der öffentlichen Verkehrsmittel. Es ist schon krass, also wie die wirklich da auf Tuchfühlung mit so einem riesigen Containerschiff gehen. Es ist einfach abgefahren. Im Chat haben wir auch noch mal ein paar Links zu den Fairplay-Jungs. Das sind jetzt, es sind jetzt nicht 1:1 die heute dabei sind, aber das ist so die ganze Crew, mit denen wir immer wieder in Kontakt stehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht auf Instagram den Jungs von Fairplay folgt, dann freuen die sich auch und ihr könnt auch da ab und zu so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Nilsi lässt auch noch mal 2 Euro da. Kiezmische für die geilen Bilder. Ja, Nilsi, Prost. Nochmal Happy Birthday. Und 5 Euro Superchat vom Kreuzfahrtreporter Manuel. 5 Euro für die Sensationell-Spardose. Bist ja heute nicht sparsam. Ja. Tanja hat letztens erstmal einen dicken Schein da reingeschmissen.
Also wir füttern sie ordentlich. Andreas hat noch mal ein paar Infos zur Maersk Houston. Flagge Singapur, gebaut 2019, ist 353 Meter lang und 54 Meter breit. Dankeschön. Schwester Hansen schreibt auch, wie klein der Mensch ist, also der Decksmann vorne. Schwester Hansen hat ja noch nicht ihre Einladung eingelöst. Schwester Hansen wurde ja auch von den Fairplay-Jungs zu einer Fahrt eingeladen. Zusammen mit Tanja. Die haben gesagt, Mensch, die beiden Mädels, die können gerne mal vorbeikommen. Aber bis jetzt noch nicht eingelöst. Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt Schwester Hansen da vorne mit gelber Jacke. Da, ist fest oben. Also das war das Zeichen. Schwester Hansen vorne mit gelber Jacke und orangenem Helm. Enrico schickt 10 Euro Trinkgeld mit einem Dankeschön an Fairplay. Danke, Enrico. Und jetzt seht ihr, lassen sie Leine. Gehen natürlich ein bisschen auf Abstand. Und tuckern halt hier so langsam in unsere Richtung. Ich sehe sie noch nicht. Also einen kleinen Moment dauert das noch. Nein, das Loveboat wurde nicht auf den Schleppi verlegt. Könnte man aber meinen. Ja, Schwester Hansen am Bug wäre der Knaller. Schwester Hansen als Galionsfigur. Und jetzt, wo sie natürlich so ein bisschen Abstand haben, sieht das schon gar nicht mehr so gewaltig alles aus, oder? Wenn man keinen Vergleich hat, also kein Mensch an Deck. Also jetzt sieht das irgendwie alles ziemlich unspektakulär aus. Aber gleich können wir sie dann auch von außen bewundern. Einjähriges auf der Speicherstadt feiert Kirsi 3. Und sagt, wow, bin jetzt schon ein Jahr bei euch. Wie schnell die Zeit vergeht. Schön, dass du schon ein Jahr dabei bist, Kirsi. Danke dir. Der Flip 8 verlängert auf Twitch das Prime Sub und schickt liebe Grüße aus Graz in die schönste Stadt der Welt und an den ganzen Chat. Oh, Graz ist aber auch schön. War ich auch schon mal, muss ich sagen. Also Graz ist auch wirklich ein ganz süßes Städtchen. Christoph fragt, ob das Schlepptau auch reißen kann. Klar, bei den Leinen in der Seefahrt spricht man übrigens nicht von reißen. Das nennt man dann, die Leine bricht. Aber natürlich kann das passieren. Und aus dem Grund haben sie auch 2 Leinen dabei. Ihr seht auf der linken Seite, da ist noch diese grüne Abdeckung, diese Persenning über der anderen Hälfte der Winde. Und darunter ist die Ersatzleine. Ach, guck mal. Jetzt gibt es auch noch ein bisschen Beleuchtung. Herrlich. Manuel fragt, ob die Schleppercam keinen Ton hat. Nee, das haben wir deshalb nicht gemacht, weil da natürlich auch viel gefunkt wird. Die Jungs unterhalten sich untereinander. Die arbeiten da halt auch und das ist halt so viel entspannter. Die können halt die Kamera einfach anmachen, lassen die mitlaufen und müssen dann nicht darauf achten, was jetzt auf dem Ton passiert. Wir hatten ja auch schon mal einen Stream, den wir dann leider wieder offline nehmen mussten, weil da halt dann doch zu viel Funkverkehr war, der dann nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Und so sind wir da halt einfach safe.
Aber wir waren ja auch schon direkt an Bord. Wir sind ja auch schon mit Fairplay 95 schon ein paar Mal mitgefahren. Und da gab es ja auch ganz, ganz viele Erklärungen dazu von Philipp. Wer das nicht kennt von euch, schaut da gerne mal rein. Vielleicht hat ja einer der Mods mal Lust, ich glaube, es gab 2 mit Fairplay 95. Einen, meine ich, im März letzten Jahres und dann gab es noch einen Ende letzten Jahres, einen Stream. Und da gibt es dann auch ganz, ganz viele Infos über Schlepper und das Ganze dann auch nochmal aus der Perspektive. Nils, ihr schickt 2 Euro Superchat für eine Schwester Hansen-Figur auf dem Loveboat. Können wir nicht eine Schwester Hansen-Action-Figur als Merchandising machen? Das wäre doch was, oder? Hier, kennt ihr zufällig Skyline TV? Das ist auch so ein IRL-Streamer auf Twitch. Der hat einen relativ großen Kanal, der Adam. Und der hat so einen Mini-Adam. Also der hat wirklich so eine Figur, so eine Mini-Figur von sich selbst. Und sowas von Schwester Hansen. Eine Mini-Hansen oder eine Mini-Schwester. Das wäre doch was, oder? Ping Mac feiert ein 19-monatiges. Dankeschön, Ping Mac. Schön, dass du schon so lange dabei bist. 5 Euro Superchat von Joshua. Danke für die Livestreams. Seitdem ich euch zusehe, bin ich AIDA-Fan und Hamburg Hafen Live-Fan. Grüße aus Bayern. Ach Joshua, das freut mich. Ganz, ganz liebe Grüße nach Bayern. Servus. Jetzt mache ich mal den großen Schwenk mit der Kamera. Denn ich glaube, ich sehe so langsam da hinten hinter den Bäumen etwas. Das müssten sie sein. Okay, ich arbeite mal noch an meinem Fokus. Gucke mal, ob ich das irgendwie hier hinkriege. Ja. Da kommen sie. Im Chat gibt es noch mal ein paar Links. Und der eine Schlepper-Stream mit dem Philipp ist übrigens auch der erste, ist der meistgesehene Stream ever auf unserem Kanal. Über 300.000 Aufrufe. Mit einer durchschnittlichen Wiedergabezeit von über einer Stunde. Das ist so ungewöhnlich für ein YouTube-Video. Aber der ist so interessant. Also den haben wirklich sich ganz, ganz viele Leute ganz, ganz lange angeguckt. Ein echter Tipp, wenn ihr den nicht gesehen habt. Warte mal mit der anderen Kamera noch, bis die hier richtig zu sehen sind. Manuela, 5 Euro Superchat. Ganz lieben Dank an dich. Ulrich Böcker verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Ulrich, Dankeschön. Ja, so eine Figur von Schwester Hansen. Ich glaube, das könnte ein echter Verkaufsschlager werden. Dann so mit verschiedenen Outfits à la Barbie.
Fuhlsbüttel ist auch wieder dabei. Der liebe Sven schickt 20 Euro per PayPal. Sven, ganz liebe Grüße nach Fuhlsbüttel. Sven, also wirklich, es ist sensationell, was du hier in den letzten Tagen rausgehauen hast. Also wirklich ein ganz, ganz fettes Dankeschön an dich. Pingmac verschenkt nochmal 5 Mitgliedschaften. Auch an dich ein herzliches Dankeschön. Kirsi schiebt eine hinterher auf YouTube. Kirsi, auch an dich, danke. Und neu an Bord auf Twitch mit einem Prime-Sub ist Speedy2986. Willkommen an Bord. Und nein, Paddy als Figur wird es niemals geben. Da kommen sie. Lieber die Mädels. Turbo. Turbo, 5 Euro, Superchat. Schwester Hansen als Barbie und Kenox als Ken. Und dazu dann die blanke Nese, das Loveboat als Modellboot. Jürgen ist seit 5 Monaten auf der Speicherstadt. Jürgen, Dankeschön. Diese Ruhe, man hört wirklich nur das Plätschern hier am Strand. Fünf Schweizer Franken kommen nochmal von unserem Sattelschlepper Andi. Danke dir. Und er schreibt, mit den spektakulären Streams und dem Team im Hintergrund landet ihr eines Tages sowieso im Panoptikum. Hey, Schwester Hansen als Wachsfigur.
Jürgen Groß, 4 Monate. Danke dir, Jürgen. Pirata Bernie ist auch seit 4 Monaten ebenfalls auf dem Fischmarkt dabei. Schreibt, Grüße, bin demnächst wieder in Hamburg. Viel Spaß. Danke dir, Pirata Bernie. Und der Manuel, der Kreuzfahrtreporter, schickt 5 Euro Superchat und fragt, wo man eigentlich unseren PayPal-Link findet. Den findest du, wenn du im Chat bist. Im Chat müsste es oben so einen angepinnten Link geben. Und da steht irgendwie alle Links zu uns. Da findet man so alle wichtigen Links, also halt Shop und PayPal und all solche Geschichten. Und ansonsten im Notfall helfen auch die Moderatoren immer ganz gerne im Chat nochmal aus. Dominik ist da, unser Schiffsfahrer. Oh, und er meint, er läuft Gefahr einzuschlafen, während er mal wieder Pause macht. Dominik gestern noch mit einer sensationellen Begrüßung an der Seemannsmission. Elf Monate auf dem Fischmarkt ist die Christine. Und sie ist im Mai in Hamburg und wohnt dann in der Seemannsmission. Sehr gute Wahl, Christine. Danke für 11 Monate. Aus der Schweiz von Ben kommen nochmal 5 Schweizer Franken. Gruß an Ursi und Turi aus der Schweiz, sagt er. Turi crasht gerne wieder mal euren Stream live vor Ort. Ja, gerne. Stream-Crasher finden wir immer super. Danke dir für deine Unterstützung. Und auch ein Dankeschön an Rainer Uff, 5 Euro per PayPal. Rainer, ganz lieben Dank. Rainer, auch an dich ein dickes Dankeschön. Rainer, warst du das nicht auch, der heute von der Amazon-Wunschliste was geschickt hat? Ich meine, nicht Rainer Uff, Rainer Ulf. Ulf, sorry, Rainer. Sorry, ich habe das L überlesen. Auf jeden Fall ein dickes Dankeschön. Ganz, ganz dickes Dankeschön. Schleppercam wird gleich wieder interessant beim Manöver. Rea Strickliesel ist auch wieder da auf Twitch und verschenkt einen Sub. Rea, herzlichen Dank. Matti und Jörg aus CGN schicken 5 Euro per PayPal. Herzlichen Dank an euch. Und natürlich liebe Grüße nach Köln. 20 Euro schickt dann der Sven nochmal aus Fuhlsbüttel. Sven, herzlichen Dank. Mensch, Sven. Du eskalierst völlig. Ich weiß gar nicht, wie wir dir das danken sollen. Ein dickes, dickes Dankeschön auf jeden Fall. Und nochmal 5 Euro per PayPal. Anonym allerdings. Trotzdem ein dickes Dankeschön.
Svenja fragt, wie die Kamera auf den Schlepper kommt. Das ist, es ist eigentlich ganz einfach. Das ist nämlich einfach das Handy von dem Philipp, dem Schlepperkapitän. Swadro ist auch im 7. Monat auf Twitch dabei. Swadro, herzlichen Dank. Er sagt, Schleppercam ist immer gut. Schleppercam ist die beste. Ist die allerbeste. Ich muss mit Eddie unbedingt beratschlagen, wie wir das qualitativ noch auf ein neues Level bekommen. Stefan fragt, wie das Videosignal vom Schlepper zu mir ans Elbufer kommt. Ich habe hier eine lange Kabeltrommel mit einem sehr langen WLAN-Kabel. Und ja, da sind halt irgendwie so 2 Kilometer Kabel drauf und so kommt das Signal dann hier rüber. Nein, geht natürlich alles per Mobilfunk. Aber wir wollen natürlich auch nicht die Jungs am Heck, also Achtern, vergessen. Das müsste doch Fairplay 94 sein. Oh, guck mal, diese Spiegelung, Leute. Bevor ich jetzt da zum Heck schwenke. Boah, sieht das... Sag mal, wie geil sieht denn das bitte aus? Digga. Eskalationsbild. Völlige Eskalation, das Bild. Boah, sieht das cool aus. Aber ich wollte die Jungs am Heck nicht vergessen. Auch da nochmal einen dicken Gruß rüber. Oh, am Heck ist Michel, schreibt Sabrina. Oh, dann... wo ist denn Fairplay 94 abgeblieben? Ist der an der Springklüse? Ja, Landkärtchen schreibt einen Strichcode. In der Tat, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Strichcode, oder? Sattelschlepper Andi, Nummer 2, Schweizer Franken. Er erinnert an das Foto. Habe ich eben schon gemacht. So, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, aber 350 Meter Schiffe, die können, glaube ich, auch vorwärts in den Parkhafen rein und dann da drehen. Ich weiß gar nicht, ob die auf der Elbe drehen müssen jetzt. Allerdings hätten sie dann, glaube ich, schon ein bisschen eher nach Backbord gehen müssen. Kann natürlich auch sein, dass ich mich täusche. Das ist, vom Winkel her kann ich jetzt ganz schwer abschätzen, wie die zur Einfahrt stehen. Hamburg-Fan fragt, ob wir morgen live gehen. Das kann ich noch nicht versprechen. Auf jeden Fall ist Mittwochmorgen geplant. Klar Schiff machen auf einer Barkasse von Barkassen Ehlers gemeinsam
mit der lieben Claudia. Allerdings zu einer Uhrzeit, die nicht unbedingt so arbeitnehmerfreundlich ist. Wobei einige, die im Schichtdienst unterwegs sind, die wird es freuen. Oh, guck mal hier. Da ist doch auch Fairplay 94. Guck mal, was die für einen schönen Drift machen hier. Mit dieser tollen Struktur. Na, die scheinen doch auf der Elbe zu drehen und nicht vorwärts rein zu gehen. Oder? Ihr könnt das auf dem AIS wahrscheinlich etwas besser sehen als ich. Patrick hat noch die Atlantic Sky entdeckt, die auch noch rausgeht. Am Unikai. Was für eine schöne Stimmung hier im Hafen. Ja, sie drehen. Ups, falsche Kamera wollte ich haben. Hertus schickt 100 Bits auf Twitch. Dankeschön. Ja, wir sind schon in der Drehbewegung. Gucken, ob wir gleich noch mal so ein schönes Seitwärtsmanöver von Fairplay 95 sehen. Wenn die richtig Gas geben. Kreuzfahrtreporter Manuel haut nochmal 5 Euro raus. Dankeschön, weil Tanja gerade Werbung für sein Instagram-Profil im Chat gemacht hat. Kreuzfahrtreporter Manuel gehört zu dem großen AIDA-Begrüßungskomitee. Die machen immer richtig Attacke. Gemeinsam mit Brigitte. Andi, nochmal 5 Schweizer Franken. Er meint, die machen 360 mit dem ganzen Schiff. Ja, wenn es irgendwann so weit ist, dann ist vorbei. Danke dir, Andi. Marco Partyboy ist auch wieder auf Twitch dabei. Jetzt schon im 6. Monat mit dem Sub. Herzlichen Dank, Marco. Ja, das geht ganz entspannt hier. Wahnsinnig viel muss Fairplay 95 gar nicht machen.
Und von rechts kommt auch schon die MSC Eleonore. Die Maersk Houston ziehen Sie übrigens ganz hinten rein. Also wenn ihr mal nach Hamburg kommt und Schiffe fotografieren wollt, es gibt in Waltershof ganz am Ende, gibt es richtig so einen schönen Fotospot. Da wollte ich mich erst heute hinstellen. Das ist richtig cool, da kommt man dem Containerschiff extrem nah. Viele der Maersk-Schiffe kommen ganz hinten rein an den letzten Liegeplatz oder den ersten, je nachdem aus welcher Richtung man guckt. Und das ist echt eindrucksvoll, also wirklich eine richtig, richtig tolle Location. Ich habe mich dann aber doch entschieden, mich hier an den Elbstrand zu stellen, weil halt noch ein paar Schiffchen unterwegs sind. Jetzt haut Fairplay 95 rein. Hey, Sondertransport kommt rüber hier. Willkommen, ihr lieben Raider. Ja, einen Sondertransport haben wir hier auch. Wir haben einige Sondertransporte. Einmal die Maersk Houston, assistiert von Fairplay 95, wo wir direkt eine Kamera heute auf dem Schlepper haben. Und Maersk Houston mit 353 Metern Länge. Von rechts kommt die MSC Eleonore. Ich glaube, die hat, könnt ihr gerne nachgucken, 360 oder 366 Meter. Also ist einiges los hier. Schön, dass ihr da seid, liebe Sondertransporter. Stefan K., auch an dich ein dickes Dankeschön für deine Mitgliedschaft nun auf der Speicherstadt bei YouTube. Herzlichen Dank. Hamburg-Fan fragt, ob das Schiff rein oder raus geht. Ne, die kommen gerade an. Also die kommen an und drehen jetzt halt hier vorne, parken dann ein, gehen an den Euro-Kai. Aus der Kamerasicht gesehen nach hinten rechts. Jetzt sieht man auch ordentlich da das Schraubenwasser. Da sieht man halt, dass die 95 jetzt auch richtig zupackt. Da ist die MSC schon im Anmarsch. Wenig Beleuchtung vom Schlepper. Und jetzt haben sie den Schinken auch schon fast gedreht.
herrlich, was für ein schöner Montagabend. Ja, falls ihr Sondertransport nicht kennt, könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Der junge Mann, da ist der Name Programm, der begleitet halt ja, Großtransporte, Schwertransporte, also halt Sondertransporte. Und streamt das dann auf Twitch. Auch ein sehr interessanter Kanal. €3 kommen nochmal per PayPal von Elke. Sie sagt, bestes Abendprogramm und schickt Grüße aus der alten Heimat. Aus Bielefeld. Jawohl, Ostwestfalen-Lippe ist wieder stark vertreten. Ist das Dominik, der hier durchs Bild huscht? Was für eine Action hier auf der Elbe. MSC Eleonore hat natürlich ordentlich Fahrt rausgenommen jetzt. Denn die wollen zum Burchardkai, also gegenüber vom Eurogate. Das heißt, sie brauchen diesen Platz hier. Oh, und jetzt kommt die Welle von der Fähre an. Also die Hafenfähren, die machen hier immer richtig Welle. Wenn das so laut wird, dann war das meistens kein großes Schiff, sondern eine kleine Hafenfähre. Moin, der Bildermann. Danke für deinen Prime-Sub. 2 Monate schon. Das war die Harmonie, meldet Sminja. Unsere liebe Kirsten verabschiedet sich auch. Kirsten, danke, dass du so lange dabei warst. Aber auch ja, die meisten unserer Moderatoren müssen natürlich arbeiten oder haben dann auch zumindest noch irgendwie ein anderes Privatleben außer Hamburg Hafen Live. Mann, Sven, du bringst mich echt in Verlegenheit. Schon wieder 20 € per PayPal für die tollen Aufnahmen. Und danke an das tolle Hamburg Hafen Live Team mit Grüßen aus Fuhlsbüttel. Sven, ganz fettes Dankeschön. Das gibt für Sven jetzt aber hier zwischendurch einmal einen unserer Lieblinge, die James R. Barker. Und ich muss dann noch mal schnell ein Foto machen von der Maersk. Hälfte wieder vergessen. Da wartet schon die MSC Eleonore. Das ist natürlich jetzt hier eine sehr schöne Perspektive. ...18 Monate auf der Reeperbahn ist der Jörg. Jörg, ganz lieben Dank für deine Treue und so lange Unterstützung.
gucken, ob die MSC von der Seite auch so cool aussieht. Guck mal, was hier an Wellen kommt. Boah. Leute, hat sich das gelohnt, hier hinzufahren heute Abend. Hat sich das gelohnt wieder. Und jetzt kommt die MSC hier ins Bild. Oh, guck mal vorne, also es sieht aus wie so ein Lokomotivscheinwerfer. Wie geil ist das denn? Gott, was ist das für ein cooles Bild? Jetzt muss ich mal eben das als Foto abwarten. Leute, das ist triple sensationell. Aber wir können ja hinter die MSC gucken. Guck mal die Spiegelung hier. Oh, ich glaube, das will ich auch als Foto haben. Dietmar schreibt, er hat gerade einen Helbing getrunken. Dietmar, du bist mein Mann. Montags abends ein Helbing. Und die Welt ist in Ordnung. Leutnant Werner 249, der schreibt, die Bildqualität ist so der Hammer, ich flippe aus. Ganz lieben Dank, Leutnant Werner, ganz lieben Dank dafür. Das freut mich total. Klar, die Schleppercam ist natürlich nicht ganz so
von der Auflösung, beziehungsweise von der Auflösung schon, aber die rauscht natürlich so ein bisschen mehr in der Dunkelheit. Aber ich glaube, diese Perspektive direkt vom Schlepper, ich sag mal, gibt es jetzt nicht so oft. Sven schickt nochmal 10 Euro per PayPal für das schöne Bild. Sven, herzlichen Dank. Andi, der Sattelschlepper, mit 10 Schweizer Franken. Paddy hat die Lotsen alle mit Lindkugeln bestochen, damit die Schiffe alle beleuchtet sind heute. Na, so doll beleuchtet sind die gar nicht, aber ich finde diese Spiegelung im Wasser, die ist natürlich echt toll. Also die macht richtig was aus. Da kommt die Maersk wieder zum Vorschein. Andi, ganz lieben Dank. Onkel Hotte im 4. Monat bei Twitch mit einem Prime-Sub dabei. Ein dickes Dankeschön. Endlich mal wieder halbwegs klare Sicht. Ja, das Wochenende war etwas anstrengend, was die Sicht anging. Und der Jörg, seit 18 Monaten auf der Reeperbahn. Jörg, ich danke dir vielmals. Ja, die Maersk geht rein. Wir können nebenbei noch ein bisschen auf den Schlepper gucken. Und dann geht gleich dasselbe Spiel mit der Maersk Eleonore los. Und von links kommt gleich noch irgendwann die Atlantic. War es jetzt Sky oder Star? Ich glaube Sky ist es. Oh, Frank Borchert schickt 5 Euro und sagt, den Ofenkäse nach dem Stream habe ich mir verdient. Ich danke dir vielmals. Und die Kieler Sprotte schickt nochmal 100 Bits rüber. So, ich hoffe, ich habe niemanden jetzt vergessen. Ist absolut keine Absicht. Aber ich bin echt mal gespannt auf das eine Foto. Der Schlepper zieht. Der gehört zu der MSC. Die ziehen ordentlich an. Da haben wir noch eine Hafenfähre, die durchs Bild fährt. Oh. Ein Eskalationsstream. Kirkel ist auch da. Seit 10 Monaten schon Fischmarkt-Mitglied. Und er schreibt auch, endlich mal wieder live und dann gleich Eskalation. Ja. Man steckt da immer nicht drin. Man steckt nicht immer drin. Aber das Glück ist dann ja auch mit den Tüchtigen. Und wenn man einfach oft unterwegs ist, dann kommen halt auch mal solche Eskalationsstreams dabei raus. Und natürlich an der Stelle auch nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an Fairplay. Also Fairplay ist wirklich ein ganz, ganz toller Partner hier im Hafen. Die ermöglichen uns einfach so viel, die Mitfahrten auf dem Schlepper, die Informationen, aber auch jetzt hier zum Beispiel die Kamera direkt auf dem Schlepper. Da klebt der Lotse. Hier direkt am Schiff. Ich glaube, die Atlantic Sky, die macht erstmal langsam, weil die MSC hier ja natürlich noch drehen muss. Ja, Stefan, für Late-Night-Ship-Spotting ist es eigentlich ein bisschen zu früh. Aber es klingt einfach so schön. Vorabend-Ship-Spotting ist doch irgendwie doof. Die MSC steht schon quer. Die Maersk
ist auf dem Weg hinten zu ihrem Liegeplatz. Aussicht von Fairplay 95 sieht das Ganze so aus. Und ich muss ja sagen, an der MSC liebe ich ja das Licht vorne am Vormast. Sieht echt aus wie von so einer Lokomotive. Mega das Licht. 2 Euro nochmal vom Ralf S. aus A. Er sagt, Eskalation, obwohl kein Teststream. Ja, ich glaube, die Teststreams haben wir ausgereizt. Zu viele Teststreams. Henrik fragt, ob wir dieses Jahr wieder auf dem Schlepper sind beim Hafengeburtstag. Henrik, ich kann dir das noch nicht versprechen. Wir probieren das natürlich. Und ich hatte auch schon ein erstes Gespräch mit Fairplay, aber versprechen kann ich dir das jetzt noch nicht. Aber wenn Conny wieder einen Schlepper fährt, dann hoffe ich, dass Conny auf jeden Fall einiges möglich macht und seine Beziehung da spielen lässt. Andreas 405 ist Firmenmonteur auf dem Fischmarkt. Andreas, herzlichen Dank dafür. Und er sagt, boah, ich beneide euch da oben sehr. Ach ja, so verkehrt ist das hier in Hamburg nicht. Also wer halt Bock auf Wasser, Hafen, Schiffe hat, für den ist das jetzt nicht ganz so übel zum Gucken. Harry Jasses-Nee fragt, würde bzw. dürfte ein Schlepperkapitän den Lotsen in seiner Entscheidung korrigieren, sollte es auf ein Malheur hinauslaufen. Also es ist halt so, der Lotse hat halt schon das Sagen. Der gibt die Kommandos, der sagt halt genau, was die Schlepper zu tun haben. Die letzte Verantwortung hat der Kapitän auf dem Schiff. Der Lotse hat ja eine beratende Tätigkeit. Aber wenn jetzt zum Beispiel da irgendwie absehbar ist, dass es irgendwo kracht und vielleicht irgendeiner nicht richtig hingeguckt hat, irgendetwas nicht gesehen hat, dann gehe ich mal davon aus, dass natürlich so ein Schlepperkapitän angehalten ist, entsprechend zu handeln. Ich würde das jetzt mal so formulieren. Ja, und Analogon drückt das eigentlich sehr gut aus, dass der Schlepperkapitän natürlich die Verantwortung für seinen Schlepper hat. Ich glaube, das ist sehr gut ausgedrückt und sagt es dann auch ganz gut aus. Also wenn der Lotse dem Schlepper sagt, fahr mal gegen die Wand, ja okay, das wäre dann wahrscheinlich schlecht für die Wand, aber da hat natürlich dann der Schlepperkapitän ein Wörtchen mitzureden. Die sind richtig schön in der Rückwärtsbewegung mit der Maersk Houston. Bestimmt auch ganz interessant, wenn ihr jetzt mal auf Vessel Finder oder Marine Traffic guckt, wie die Schiffe alle so stehen. Schon ordentlich was los hier in Waltershof.
Turbo Tobi fragt, ob ich schon einen Unfall beobachten konnte. Ich weiß gar nicht, warum ihr immer so wahnsinnig viel nach Unfällen und Ähnlichem fragt. Also es passiert doch wirklich extrem wenig hier im Hafen. Und ich muss auch gestehen, direkt daneben stand ich noch nie, wenn was passiert ist. Wer ist denn das eigentlich? Ist das vielleicht Fairplay 96? Oder ist das... Könnt ihr mir mal helfen? Was ist denn das? Ich muss mal das Bild lauter machen. Ist auf jeden Fall Fairplay. Wen holen die denn noch ab, die Jungs? Ja, ist 96. Danke für die Bestätigung. Dankeschön. Da sind Schrauber Niki und Captain Kanzler drauf. Liebe Grüße an euch. Wo auch immer ihr gerade hinfahrt. Ja, da im Waltershofer Hafen, dann zwischen den ganzen Schiffen, da kommt es dann hin und wieder mal zu Aussetzern von der Schleppercam. Es kann sein, dass die da dann mal steht. Da ist dann teilweise das Mobilfunknetz doch ein klein bisschen gehandicapt. Ein Mobilfunknetz gehandicapt. Da kommt noch eine Express, die Lemchebang Express. Vielleicht geht da die 96 hin. Ja, das könnte sein. Noch ein Aufkommer. Ach, guck mal, hier auch ein schönes Bild. Mit der Maersk im Hintergrund. Die MSC vorne. Herrlich. Und was liegt denn da links? Ist das noch die Ever Aeon? Liegt da noch die Ever Aeon? Das kann sein, ja. Jo, heute ist einiges los im Hafen. Aber dass das so eskaliert, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Dietmar fragt nach einer E-Mail. Kann ich mal einblenden? Müsste jetzt eigentlich eingeblendet werden. Ja, ist die Ever Aeon. Ihr bestätigt das nochmal. Dankeschön. Dankeschön. Und falls ihr es noch nicht kennt, mache ich auch noch mal ein bisschen Werbung für unseren WhatsApp-Kanal. Da gibt es immer eine Nachricht, so 10, 15 Minuten bevor ein Livestream startet. Wo ist denn die Lemchebang Express jetzt? Könnt ihr das in etwa abschätzen? Hier ist noch die Frage, wo denn eigentlich die Wasserschutzpolizei ist. Ja, die war eben, ehrlich gesagt, so ein bisschen unscheinbar. Oh, ich muss mal nach links schwenken, da kommt die Atlantik. Und da seht ihr auch noch die Wasserschutzpolizei, die da gerade schon wieder abdackelt. Ich meine, das war sie. Die sieht man gar nicht teilweise so doll. Die waren aber eben hier quasi gegenüber am Ufer. Und das müsste dann jetzt die Atlantic Sky sein.
nee, ich glaube, ich habe mich eben vertan. Kann das sein, dass das der Lotse war, den ich euch eben als Polizei verkauft habe? Und die haben nämlich jetzt gerade gewendet und gehen jetzt hier zum Versetzen ran. Sorry, sorry. Nebenbei mal gucken, was... Ach, guck mal, die ziehen gerade an der Eva Eon vorbei. Mensch, auf welches Bild soll ich denn gehen? Da links die Eva Eon. Boah, guckt euch das mal an, diese fetten Containerschiffe nebeneinander. Und hier das Versetzen. Kommt Dominik gleich noch vorbei? Habe ich das gerade richtig gesehen? Sehr schön, noch so ein Versetzmanöver. Gucke ich mir immer unheimlich gerne an. Und hier hat man dann doch oft Glück am Elbstrand, hier beim alten Schweden. Ansonsten ist hier dieses Conroe-Schiff, die Atlantic Star, doch so ein bisschen unspektakulär. Da haben wir nicht wirklich viele Lampen an. Also ist jetzt nicht unbedingt das, wo wir in den Mega-Jubel ausbrechen. Matze, 30,89, schickt nochmal 5 Euro Superchat. Ich danke dir, Matze. Und er schreibt, nach dem Stream muss ich erstmal den Schlüpper zum Trocknen aufhängen. Matze, ich danke dir vielmals. Dankeschön. Und auf Twitch lässt Speedy nochmal 100 Bits da. Auch an dich ein dickes Dankeschön. Und Inspiration oder Inspiration haben wir nochmal mit 5,99 Superchat. Auch an dich. Dankeschön. Ja, Benjamin schreibt, das Bild ist aber sehr dunkel. Benjamin, es ist halt echt dunkel. Ne? Also ich kann hier mal versuchen, das Bild so ein bisschen aufzuziehen. Aber es ist wirklich stockduster hier. Die Atlantic Sky, die ist wirklich so spärlich beleuchtet. Ich hoffe, dass man so ein bisschen mehr erkennen kann. Oh nee, guck mal, wir gehen hier rüber. Guck mal, wie das aussieht aus dieser Perspektive. Leute, guckt euch das mal an. Wie cool ist das denn hier mit dem Weitwinkel von der Handykamera auf dem Schlepper. Und jetzt da durch. Das sieht echt so aus, als ob da links und rechts nur eine Handbreit Platz ist. Kyro fragt, warum die Atlantic so eine Art Trennwände hat. Also die Atlantic Sky ist ein sogenannter Conroe-Transporter. Das heißt, unten im Bauch des Schiffes ist eine riesige Garage und da werden halt Fahrzeuge geparkt und transportiert. Und oben an Deck können zusätzlich noch Container transportiert werden. Und dieser Aufbau oben mit diesen Trennwänden, das ist halt da, wo die Container dann transportiert werden.
Die Containerschiffe, die haben das so ähnlich auch. Das sieht nur nicht so massiv aus. Wahnsinn, oder? Also die Perspektive, was das Weitwinkel hier macht. Also fettes Dankeschön an Fairplay 95, dass sie uns das hier liefern. Ich glaube, da geht mal wieder eine Runde Pizza auf unsere Kosten. Der Ankerbengel sagt, er ist später dazu gekommen. Wie geht das mit der Übertragung vom Schlepper? Ist ganz einfach. Da ist im Prinzip einfach ein Smartphone, ein iPhone, was da in der Scheibe hängt. Und das überträgt das Ganze per Mobilfunk zu mir rüber. Also wenn ihr mal auf die Buchstaben von den Schiffen rechts und links guckt, die Evergreen und die MSC, finde ich, geht es aber doch irgendwie alles ganz schön flott für diese Schiffsgrößen. Sissy schreibt auch nochmal, Schleppercamps im Stream sind schon ein Alleinstellungsmerkmal. Danke dir. Ja, ich finde es aber auch selber so cool. Ich finde es selber so cool. Freue mich da jedes Mal drüber. Als Philipp, den habe ich heute angeschrieben. Wir hatten uns auch heute Mittag einmal kurz getroffen. Und als er dann sagte, ja, können wir machen, habe ich mich richtig gefreut. Ja, und währenddessen die MSC Eleonore auch schon ein ganzes Stück weit drin. Die geht an den Burchard-Kai. Ich weiß gar nicht, kann sein, dass sie die da vorne direkt hinlegen, vor die Evergreen, oder? Schiffsfahrer beim alten Schweden. Habe ich ihn verpasst? Ist er das? Ist das der Schiffsfahrer? Das müsste er dann ja sein, wenn ihr meldet Schiffsfahrer beim alten Schweden. Dominik, liebe Grüße. Ja, ich habe ihn noch erwischt, aber der kommt wieder zurück, der Bengel. Der kommt wieder zurück. Ja, Hennessy ist auch später dazu gekommen und fragt, was sehen wir hier? Du siehst hier quasi die Sicht oder die Kamera aus der Perspektive eines Schleppers, wie ein 350 Meter Containerschiff eingeparkt wird. Und so sieht das Ganze aus meiner Perspektive aus. Allerdings ist die Maersk schon durch. Was man hier jetzt sieht, ist die MSC Eleonore. Die Maersk, die ist bereits dahinter, also irgendwie so in die Richtung. Da sehen wir noch die Evergreen zwischen den Hafenkränen oder Kranen. Und die Maersk ist bereits ungefähr an ihrem Liegeplatz angekommen. In Bildrichtung oder Kamerarichtung jetzt hier muss sie rechts einparken, also Aussicht des Schiffes mit der Backbordseite geht sie ran.
Ja, Kai sagt, irgendwie komisch, immer wenn er in Hamburg ist oder irgendwelche Streams guckt, sieht er immer die Evergreen. Also Evergreen ist in der Tat doch relativ häufig hier. Die haben wirklich eine relativ große Flotte, mit der sie doch Hamburg sehr, sehr regelmäßig anfahren. Also Evergreen sehr präsent. Wir könnten mal wieder eine schöne große One sehen. Irgendwie eine von der One E-Klasse, One Inspiration Innovation oder so. Da hätte ich mal wieder Bock drauf. Ulrich verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Danke, Ulrich. Ja, das ist natürlich jetzt auch ganz cool, weil von hier sehe ich gar nichts mehr von der Maersk. Und so kriegen wir noch ein bisschen was mit. Sieben Monate ist der Rezoboy auf Twitch dabei. Danke für deinen Sub. Da sieht man wieder sehr schön, wie der Schlepper jetzt arbeitet. Ah, wartet mal ab, den Dominik, den erwische ich gleich auf dem Rückweg, wenn der zurückkommt. Kyro, nee, die MSC, die ist noch nicht fest, aber die hat es natürlich nicht ganz so weit. Die kommt ja hier vorne hin und die wird, da sind sie wahrscheinlich jetzt gleich dabei, sie festzumachen. Also eine Leine sehe ich jetzt noch nicht, aber so wahnsinnig weit hat die es nicht mehr. Thomas Schmidt schickt 5 Euro Superchat. Schreibt ein ganz toller Stream heute. Vielen Dank. Ich habe übrigens eine Kreuzfahrt beim Kreuzfahrtstudio gebucht. Ach, das ist toll. Das freut uns. Das freut uns, wenn ihr die Empfehlungen da aufnehmt. Ich hoffe, du bist gut beraten worden und fühlst dich gut, da gebucht zu haben. Bernd meldet, dass am 5.2. die One Innovation kommt. Das ist übermorgen, oder? Bernd, hast du mal geguckt, für welche Uhrzeit die drin steht? 5.2. One Innovation. Heieieiei. Heute ist der 3. Das ist ja Mittwoch. Oh nein, Mittwoch sind wir doch bei Klar Schiff machen mit Claudia auf der Barkasse. Ah, hier seht ihr jetzt, da hinten drin, da ist manchmal so ein bisschen Mobilfunkaussetzer. Deshalb stottert das da ab und zu mal, aber das nehmen wir jetzt in Kauf. Auch so ein bisschen die Klötzchenbildung. Da geht die Bitrate dann schon im Keller. So, ich muss mal nebenbei ein Mikrofon wechseln, sonst bin ich nämlich gleich weg. So. Jetzt müsste ich wieder da sein. Beziehungsweise, jetzt habe ich gewechselt. Ich hoffe, ich war gar nicht weg. Vielleicht bin ich jetzt auch weg. Wer weiß, wer weiß. ...100 Bits kommen noch vom Waufziehbär. Danke dir. Ja, es kommt immer wieder die Frage, wie das mit der Übertragung vom Schlepper funktioniert. Das ist ganz einfach ein Handy. Also es ist ein Handy mit Mobilfunk und so übertragen die das Bild hier zu mir. Ah, Rainer hat nachgeschaut. One Innovation, 12.30 Uhr am 4. Februar.
Das ist aber der 4. Februar, 12:30 Uhr, ist dann aber Deutsche Bucht Lotse. Hoffen wir mal, dass das sich alles noch verschiebt und das vielleicht dann erst etwas später abends ist. (9:30 Uhr) sagt ihr, steht sie jetzt drin. Ja, drückt mal die Daumen, dass sich das nochmal um 12 Stunden verschiebt. Weil am Mittwoch um 9:30 Uhr, da machen wir klar Schiff mit Claudia auf der Barkasse. Fäkalienbehälter entleeren. Super, ich freue mich schon. Nochmal 5 Schweizer Franken vom Sattelschlepper Andi. Tipp für alle Erstzuschauer. Bei Schwester Hansen gibt es auch keine Impfung gegen Schiffsstreams von Hamburg Hafen Live. Danke dir. Ja, Rainer, Gefahrgutbehälter entleeren. So können wir den Stream auch nennen. Oh, wo steckt denn Dominik? Ich habe doch gesagt, ich werde ihn auf dem Rückweg erwischen. Oder hat der Feierabend gemacht? Ja, jetzt kommt so ein bisschen der etwas langweiligere Part für die Schlepperjungs. Das Schiff geht halt ganz langsam an die Pier, wird da festgemacht. Und die Schlepper, die sind dann die ganze Zeit noch Standby. Das kann sein, dass die gleich seitlich mit ein bisschen drücken, das Schiff an die Pier drücken, damit es in Ruhe festgemacht werden kann. Aber das dauert jetzt halt so ein bisschen, bis die Leinen alle dran sind. Kann man natürlich jetzt von der Perspektive nicht ganz so gut sehen. Dietmar, gute Nacht und liebe Grüße nach Bielefeld. Sag mal, wo ist denn eigentlich der Dampfer, den die Fairplay 96 wahrscheinlich abholt? Die, wie hieß sie? Lem Cheng Bum Express? Irgendwie sowas in der Art. Ah, Kerstin schreibt, Dominik hat Feierabend. Okay. Ja, wenigstens noch mal hupen können. Höhe Airbus. Danke, Patrick. Ja. Höhe Airbus heißt nicht mehr ganz so lange, bis sie hier ist. Ja, gucke ich mal mit der One. Wäre natürlich schön, mal wieder einen pinken Riesen zu haben. Eigentlich wollte ich morgen Pause machen und dann Mittwochmorgen mit Claudia Fäkalienbehälter entleeren und Barkasse bunkern. Da kommt auch noch was. Auch duster. Sticky, stocki, dunkel. Sticky, stocki, duster.
Ankerbengel, danke für die Info. Lemchebang Express ist gerade beim Halo. Ist denn Fairplay 96 wirklich da dran? Passte das? Erasme.de. Mensch, auch so eine fette Spende. 50 € per PayPal. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Danke für die tollen Bilder. Kleiner Beitrag für die Schleppenden und deren Pizza. Ja, das haben wir schon letzten Sommer gemacht. Und wenn das Wetter wieder so ein bisschen besser ist, dann werden wir die auch wieder einladen. Denn das ist ja wirklich quasi unbezahlbar, was die uns hier ermöglichen. Also ganz speziell hier die Crews, besonders hier die ganzen 90er, 91, 94, 95, 96. Aber auch Fairplay als Unternehmen, der Conny, aber auch die Köpfe, die dahinter stecken, die wir so eigentlich nie zu Gesicht bekommen, die das Ganze aber abnicken und sagen, hey, was ihr da macht, finden wir cool, macht doch einfach. ...96 ist beim Seemannshöft. Ja, dann musst du ja da irgendwo in der Nähe von der Ching Chang Chom Bom Chembang Bong Express sein. Kamera sehe. Hallo. Hallo. Bitte? Du bist schon der Zweite, den ich mit der Kamera sehe. Der zweite schon? Ja, Ja, aber hier laufen öfter Leute rum mit Kameras und so. nee, Also aber auch mit Installation und so. ja, das kann schon sein. Nee, ich dachte, jetzt kommt ein besonderes Schiff vielleicht. Naja, besonders ist relativ. Also der ganze Blick hier im Hafen ist doch Der besonders. ist besonders. Der ist jedes Mal besonders und immer Ja. Und bei Dunkelheit ist es noch mal ein bisschen schöner. Ja, das stimmt. Oder wenn die Sonne aufgeht oder untergeht. Ja, das stimmt. Hast du den Ball heute Morgen gesehen? Nee, Wahnsinn. heute Morgen war ich noch nicht so früh unterwegs. Ja, Nee, nicht um 8 oder so. Geht ja noch. ja, um 8 muss ich jetzt gestehen, lag ich noch im Bett. Ich schäme mich fast, das zu sagen. Na, Mucki, komm. Komm mit. Oh, Mucki legt sich erstmal hier in den Sand. Ja. Mucki. So, Mucki leuchtet und hat sich aber erstmal in den Sand gelegt. Wie süß. Der Wellenwagen. Oh Gott, der ist ja schon da hinten jetzt. Ach, die wartet auf die Wellen und dann... Genau. Ja. Jetzt musst du warten, bis die Wellen weg sind, dann kommt sie zurück. Was sagst du? Welchen Bug hast du denn da auf dem? Ich habe eine Kamera auf dem Schlepper, Ach so, der da hinten einparkt. cool. Also das Schiff ist, genau, die Maersk, die liegt jetzt da hinten drin und das ist vom Schlepper aus gesehen. Ich bin gewundert, wie du von hier aus auf das Schiff gucken kannst. Ja, Ja, ich habe mal gefragt, ob ich mal mitfahren kann auf dem Schlepper. Und da hast du natürlich auch vorne auf die Birne unglaublich. Ja. So, und hat geklappt dann? Ja. Konntest du mitfahren? Ja, das super. war auch schon 12 Cool. Jahre her. Ich glaube, das geht jetzt nicht mehr.
werden ja auch pingeliger mit den Sicherheitsvorschriften. Ist immer ein Sicherheitsthema. Ja. Ich wollte immer noch mal die Lotsen fragen, das muss aufgeräumt werden. Ja, du, Aber wer nicht fragt, der kriegt auch nichts. genau. Und frag das schon nein. Genau. So, ihr meldet gerade, die Fairplay 95 kommt gleich ins Bild. Dann werde ich da mal rüberschwenken. Fairplay 95 muss da gleich von rechts irgendwo kommen. Also ich sehe noch nichts oder sie sind halt so stockduster, dass ich nichts sehe. Dann fahren wir immer entgegen. Okay. Oh, Malte, der Kanalsteuer ist da und sagt, ab 22 Uhr will er selber live sein. Mensch Malte, vielleicht geht sich das ja aus, dass wir zu dir rüberkommen. Malte, nee, deine Kameraansicht brauche ich jetzt nicht noch, das wird too much. Aber ganz lieben Dank. Ach, da ist die 96. Leute, hier stockduster, haben sie sich ins Bild geschlichen. Jungens, könnt ihr nicht ein bisschen Beleuchtung anmachen, wenn ihr hier kommt? Was machen die denn? Haben die eine Hafenrundfahrt gemacht? Die haben bestimmt heimlich da hinten bei Airbus im Dunkeln ihre Fifi-Anlage getestet. Ohne dass ich zugucken konnte. Frechheit. Eine Frechheit ist das. Ich habe die nicht gesehen. Wirklich, da seid ihr natürlich mit dem AIS deutlich besser dran. Schwester Hansen verabschiedet sich. Muss morgen auch eine Runde arbeiten. Gutes Nächtle, Sister. 10 € kommen per PayPal von dem Markus rein. Er schreibt, bester Stream, vielen Dank und macht weiter so. Danke dir für das Lob. Ja, der ein oder andere geht bald schon in die Koje. Wobei, 8:45. Oh, Leute, ich freue mich schon so auf die Zeit wieder, wo es bis 8 hell ist. Na, was macht denn da Fairplay 96? Oh, da ist aber stockduster da hinten. Da gibt es noch eine kleine Mini-Pirouette. Mensch, dann haben wir einen 94er, 95er und einen 96er 360 heute. Oder war das nur ein 180 und die fahren wieder zurück? Die machen einfach eine Bewegungsfahrt. Aber ich sehe von rechts das nächste Schiffchen kommen. Wir behalten Fairplay 95 etwas im Auge unten rechts und gucken, ob da was passiert. Wenn die losmachen, sind wir dann auch dabei. Fairplay 96 mit Schrauber Niki und Captain Basti. Captain Basti Kanzler. Die haben heute gegrillt, die Jungs. Als ich am Schlepper vorbeigegangen bin,
stand da draußen am Anleger ein schöner dampfender Grill. Ich hoffe, ich plaudere jetzt keine Internas aus. Ja, von rechts kommt die, kann ich nicht aussprechen, Express. Gucken wir doch mal, was da hinten im Dunkeln kommt. Lem Chabang Express. Ich tippe mal, dass die zum CTA geht und das Fairplay 96 darauf wartet. Aber so wie die sich jetzt schon wegbewegen, werden wir leider vom Anspannen nicht viel mitbekommen. Guckt euch mal die Spiegelung im Wasser an. Into the Sun. Oh, ich fürchte, ich muss noch mal komplett Mikros wechseln. Jetzt ist der Empfänger nämlich auch leer. Ich stecke mal eben um. Und in der Theorie müsste ich jetzt wieder da sein. So, kann ich auch die Kamera wieder drehen. Ist ja ein Wunder, dass ich das überhaupt mitbekommen habe, dass der Akku gleich leer ist. Normalerweise kriegt das ja immer erst mit, wenn ihr schreit.
So, 335 Meter lang ist sie, meldet der Ankerbengel. Dankeschön. Und Volker lässt nochmal 2,49 Superchat da. Volker, Dankeschön. Er schreibt, ach, ist das heute wieder schön. Olaf Meissner, auch nochmal 2 Euro Superchat. Olaf, Dankeschön. Ich will aber mal hier den Turboschwenk machen. Achtung, anschnallen. Da wartet Fairplay 96. Ist auch das viel schönere Bild da vorne. Deutlich mehr Licht. $11.100 Toy. Gar nicht so klein. Kreuzfahrtreporter Manuel meldet nur noch 54 Likes bis 1000. Ach komm, das können wir doch mal machen, oder? Können wir heute mal um Likes bitten. Macht doch mal vierstellig. Ja, für Twitch gilt das natürlich nicht mit den Likes. Stimmt. Oh, jetzt geht Licht an. Ach Mensch, ein bisschen zu weit von meiner Position. Wenn die gleich anspannen vorne, da kriegen wir leider nicht so viel mit. Ups. Ah, der Decksmann geht schon raus. Aber wenn die gleich rückwärts fahren mit dem Schiff, fürchte ich, dass wir vom eigentlichen Anspannen nichts mitbekommen. Menno! Kyro fragt, ob jemand eine Doku zum Hamburger Hafen empfehlen kann. Kyro, also was auf jeden Fall toll ist, sind die Dokus von NDR Info. Wenn du mal da bei YouTube guckst, da gibt es so viele Dokus über den Hamburger Hafen. Und gerade zum Jahreswechsel gab es so eine große Hafendoku über den Hamburger Hafen. Und da war übrigens auch Claudia dabei von Barkassen Ehlers. Und mit Claudia bin ich dann am Mittwoch unterwegs und Ben kommt auch mit. Also Ben, Claudia und ich werden gemeinsam Barkassen bunkern und klar Schiff machen. Schade. Schade, schade. Aber trotzdem ein schönes Bild, oder? Wenn der Schlepper so nah an den Bug ranfährt, trotzdem sehr, sehr eindrucksvoll. Das Schiff fährt auch direkt an uns vorbei. Die gehen zum CTA, das heißt hinten in den Kühlbrand, unter der Kühlbrandbrücke durch und dann hinten zum Containerterminal Altenwerder. Die werden hier nicht gedreht. Ups, da haben wir nichts zum Fokussieren. Da haben wir den Namen nochmal. Lam Shebang Shabang Express. Was auch immer das heißt. Ist das ein Ort? Ist aber kein Hapag-Lloyd-Schiff, oder?
Also meistens sind ja die Expressschiffe Hapag-Lloyd, aber das ist doch, glaube ich, kein Hapag-Lloyd. Malte, dir auf jeden Fall eine gute Fahrt. Malte, der Kanalsteuerer vom Nordostseekanal. Fünf Schweizer Franken kommen nochmal vom Sattelschlepper Andi. Alle, die kein Like geben, können leider nur noch schwarz-weiß. Also alle, die kein Like geben, können leider nur noch schwarz-weiß empfangen. Ja, das wäre witzig, oder? Wenn man sich mit dem Like Farbe freischalten müsste. Aber es tut sich was bei Fairplay 95. Der Decksmann ist schon da, die fahren jetzt ran an den Bug und werden wahrscheinlich gleich die Schleppleine einholen. Da warten wir doch auf jeden Fall drauf, dass Fairplay 95 hier rauskommt. Oh, Ukmuk hat noch mal eine Info für mich. Dankeschön. Lem Chabang ist der Containerhafen von Bangkok. Dankeschön für die Info. Welche Reederei war denn das jetzt? Gehört zu CMA CGM. Dankeschön. Wie lange hat der Job jetzt gedauert? Wann haben wir den Stream gestartet? 19:15 Uhr. Ein bisschen eher, ich glaube 19:07 oder 8 sind wir gestartet. Da sind die losgefahren, die Jungs, hatten gerade abgelegt. Bis jetzt. Also 2,5 Stunden ungefähr für den Job. Dann ist hier die Frage, ob da noch eine Kamera vorne links ist. Jo, da ist noch eine Kamera. Ich weiß nicht, wem die gehört. Ob die dem Philipp gehört oder dem Nils. Aber das ist auf jeden Fall ein Grund, dass ihr den Jungs auf dem Schlepper folgt.
dann könnt ihr da auch nochmal zusätzliches Material sehen, denn die posten auch hin und wieder während ihrer Jobs. Und die haben teilweise natürlich wirklich richtig tolle Bilder, weil die sind halt zu jeder Tages- und Nachtzeit unterwegs und erwischen dann halt auch immer mit so ein bisschen Glück die tollen Sonnenaufgänge oder tollen Sonnenuntergänge. Was hat er denn da? Ist das so eine 360-Grad-Kamera? Schleppleine ist eingeholt. Ich weiß nicht, ob sie noch drücken müssen oder ob sie schon fertig sind. Manchmal müssen sie auch noch ein bisschen an der Seite drücken, aber das sieht nicht so aus. Die fahren doch ein ganzes Stück zurück. Ja, toll, dann sehen wir jetzt gleich noch, wie sie hier rauskommen. Können wir Fairplay 95 noch einmal verabschieden in den Feierabend. Auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Also ich finde, ihr müsst mal ein paar Fairplay-Emojis in den Chat hauen. Wahnsinn, diese Perspektive, oder? Wenn die da jetzt durchheizen. Dieser Blick. Digga. Wow. Richtig cool. Richtig, richtig toll. So, gleich müssten sie eigentlich hier rauskommen. Da sind sie doch. Oh, sind sie das? Das müssten sie eigentlich sein, oder? Habe ich mich verguckt. Hä? Ach nee, kommen erst, kommen erst. Haben jetzt gerade gedreht, ziehen jetzt an der MSC vorbei. Habe ich wieder mal nicht richtig geguckt. Die 94 war das, danke für die Info. Bester Schlepperstream. Da kommen sie raus. Die 94 auch dabei. Die 95. 96 ist leider beim Job. Sonst hätten wir sie alle auf der Reihe.
Ich kann gar nicht oft genug Danke sagen. Antibank lässt einen Prime-Sub auf Twitch da. Willkommen an Bord. Dankeschön. Und Yvonne ist im 4. Monat auf dem Fischmarkt dabei. Dankeschön. Und Yvonne sagt auch nochmal ein extra Dankeschön an das Fairplay-Team. Ja, kann man gar nicht oft genug sagen. Auch Manuela ist seit 17 Monaten dabei und schreibt auch ein Dankeschön an allen, die mitgeholfen haben für diesen Hammer-Stream. Ja, ich habe gar nicht so viel gemacht, außer hier gestanden und Knöpfe gedrückt. Uwe lässt auch nochmal 5 € Superchat da mit einem Dankeschön an Fairplay. Ja, Licht aus. Ihr seht auch hier, die fahren nach Hause, die Jungs. Also ein dickes Dankeschön für die Schleppercam. Ich weiß gar nicht, ob die noch einen Folgejob haben. Ich meine, da war noch was. Ja. Aber ist richtig Schleppergewusel da. Es sind einfach die schönsten Schiffe im Hafen. Ohne Streit. Ja, Schleppercamp ist jetzt natürlich sehr dunkel. Hier haben wir nochmal die Kühlbrandbrücke im Hintergrund. Ach, was für ein schöner Abend. Was für ein schöner Abend. Und der Dichter Markus haut noch einen raus. Der Dichter spricht nochmal für die Schlepper im Hafen, wo die Schlepper tanzen. Die Fairplay-Truppe voll im Ganzen. Sie ziehen, drücken und noch mehr. Die Fairplay-Fans, die lieben das sehr. Und wieder sage ich Dankeschön dem Fairplay-Team für das Dabeisein in diesem tollen Hamburg Hafen Live Hafenstream. Und damit wird das doch jetzt hier eine ganz runde Sache, oder? So, da bin ich noch mal im Bild. Mensch, Leute, was war das für ein schöner Abend. Es hat sich ja richtig gelohnt. Ich hatte natürlich gehofft, dass das gut wird, nachdem Philipp zugesagt hatte, dass er die Kamera wieder in den Schlepper reinhängt. Aber dass das dann so eskaliert, wir so viele Schlepper sehen, so viel Manöver hier und vor allem auch so viel eindrucksvolle Bilder, ja, da steckst du nicht drin. Ne? Man braucht halt auch eine kleine Portion Glück dazu. Deshalb freue ich mich unheimlich, dass wir das hier heute gemeinsam erleben durften. Ich hoffe, es hat euch auch richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch an den Bildern gefreut. Hattet auch ein bisschen Spaß im Chat. Ich sage ein ganz dickes Dankeschön an euch Lieben da draußen, sowohl bei Twitch als auch bei YouTube. Danke, dass ihr wieder ordentlich mitgemacht habt. Vielen Dank natürlich auch an unsere fleißigen Moderatoren im Hintergrund. Denen können wir auch gar nicht oft genug danken. Ein dickes Dankeschön geht natürlich an Fairplay und ganz speziell an die Fairplay Crews. Heute mit 94, 95 und 96.
Aber natürlich auch danke wieder an alle, die den Kanal unterstützt haben. Mit Superchats, mit Mitgliedschaften, mit Spenden per PayPal, mit Bits und Subs auf Twitch. Ganz, ganz liebes Dankeschön. Ich habe es schon angekündigt, Mittwochmorgen wollen wir klar Schiff machen auf der Barkasse von Elas, gemeinsam mit Claudia und Ben. Das wird halt ja, leider für einige, die sag ich mal, zu normalen Büroarbeitszeiten unterwegs sind, wird das ein bisschen schwierig. Aber es gibt ja auch viele, die im Schichtdienst sind oder vielleicht auch der ein oder andere, der frei hat oder aber auch vielleicht schon im wohlverdienten Ruhestand ist und dann zugucken kann. Und ansonsten kann man den Stream ja auch nachgucken. Habt noch einen schönen Abend, ihr Lieben. Haut rein. Bis zum nächsten Mal bei Hamburg Hafen Live. Tschüss.